Am 23. April startet Michael in den deutschen Kinos. Das große Biopic über Michael Jackson. Hier auf diesem Kanal habe ich in den letzten 2 Jahren euch immer wieder über die Entwicklung zum Michael Jackson Kinofilm informiert. Und es gibt aktuell neue Entwicklungen. Einmal gibt es Infos über einen möglichen zweiten Teil, Reaktionen der Jackson-Familie, neues Merch, neue Poster, neue Trailer, neue Infos über ein mögliches Ende des ersten Teils. Und der Cast hat sich jetzt das erste Mal auch in Interviews über das Biopic geäußert. Und eine ganz interessante Entwicklung hier aus meiner Community, das erfahrt ihr auch am Ende, wie sich euer Blick auf das Biopic verändert hat. Hallo zusammen, ich bin euer Harry, ihr seid bei MJ Update und heute gibt es die neuesten News rund um das Michael Biopic. Ja, und starten wir doch direkt mal mit dem Global Fan Celebrations in Berlin, eine Fanveranstaltung für uns Fans. Wir sind alle total happy gewesen, als wir gehört hatten, ja, da kommt eine Fan Celebration auf uns zu. Alle sind sich schon Hotels am Besorgen, am Schauen, wo könnte irgendwas Michaeliges stattfinden in Berlin. Aber jetzt, wir stehen einen Monat vor dem offiziellen Kinostart und 2-3 Wochen vor der Premiere, vor diesem Global Fan Event. Und es gibt überhaupt keine Infos. Und die Meldungen überschlugen sich schließlich, denn das, was ich hier in dem Video erzähle, ist nicht mehr aktuell. Nach Wochen des Wartens hat Universal Deutschland endlich bekannt gegeben, wie man an Tickets kommen kann für die große Premiere in Berlin am 10. April. Und das gesamte Wochenende sollen Fan-Celebrations stattfinden, von 10. bis zum 12. April. Universal Deutschland hat auf seinen Social-Media-Kanälen auf Instagram zum Beispiel einen Link veröffentlicht, worüber sich Fans aktuell noch bewerben können für ein Gewinnspiel, um dort Tickets zu bekommen für den 10. bis 12. April. Ich habe mich natürlich eingetragen. Vorneweg gab es einen Newsletter über Michael Jackson Foren. Diese bekamen 1 Stunde früher Zugang zum Portal und konnten sich dort registrieren. Aber egal ob über den Fanlink, der 1 Stunde früher frei war, oder über den regulären Link, der jetzt gerade immer noch offen ist, die Auslosung für dieses Gewinnspiel, für die Tickets, für die große Premiere in Berlin am 10. April, die findet ab Dienstag, den 24. März statt. Und dieses Gewinnspiel kann sich auch noch eine Woche lang hinziehen. Das heißt, es wird ganz knapp bis vor der eigentlichen Premiere jederzeit möglich sein, dass jemand Tickets bekommen kann. Was ich natürlich schräg finde, weil natürlich viele Menschen dafür anreisen, Hotels buchen müssen, Flüge, Bahn. Naja, es scheint ein recht spontanes Event zu sein. Bei der Registrierung konnte man auswählen, in welcher Fassung man den Film sehen möchte. Insgesamt gibt es wohl 6 Kinoräume, in denen Michael aufgeführt wird bei dieser Premiere. Alle in Originalsprache und 5 mit Untertiteln. Wenn ich mich recht erinnere, war das Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Koreanisch. Das waren die 5 Sprachen. Und einmal die Originalfassung ohne Untertitel. Was darüber hinaus in Berlin zu erwarten ist, das bleibt weiterhin offen. Darüber gibt es noch keine Spekulationen. Das Ganze findet in Berlin statt. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie der Platz heißt, aber ich blende das hier ein. Ja, teilt mal mit in den Kommentaren, ob ihr auch bei dem Gewinnspiel mitgemacht habt. Seid ihr dabei? Habt ihr, man muss ja sagen, habt ihr Lust dabei zu sein? Weil ob wir dabei sind, werden wir erst ab Dienstag, den 24. März erfahren. Ja, das sind die aktuellen Infos rund um die große Premiere in Berlin. Aber es gibt Infos aus Frankreich, und zwar Recordings Legacy France, das scheint der französische Vertriebsweg von Michael zu sein. Die haben angedeutet, dass auch in Frankreich Veranstaltungen rund um das Biopic geplant sind.
sind dabei aber auch ähnlich vage geblieben wie Universal Deutschland. Also in Frankreich ist irgendwas geplant, in Deutschland ist irgendwas geplant. Ja, gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich muss man für diese ganzen Sachen sehr spontan sein. Schauen wir mal, wo das hingeht. In der nächsten News geht es um einen möglichen zweiten Teil von Michael, der möglicherweise 2028 in der Spielzeit 2028 in die Kinos kommen soll. Der Finanzchef von Lionsgate, Jim Bartsch heißt der, hat auf der Morgan Stanley Technology Media und Telekom Konferenz dreimal Michael 2 erwähnt. Es ging um die Franchise-Strategie von Lionsgate, also Franchise-Strategie, das sind immer so Fortsetzungsfilme, Batman 3, 4, 5, 6, 7, also Jurassic Park, Jurassic World, also diese ganzen Fortsetzungen, das sind immer Franchise. Und in diesem Zusammenhang fiel dreimal Michael 2. Das ist kein offizielles Statement oder keine offizielle Bestätigung, dass es auch kommen wird. Vermutlich wartet man tatsächlich ab, wie Michael 1, der jetzt am 23. April in die Kinos kommt, performen wird. Wenn der sich als Hit rausstellt und an den Kinokassen erfolgreich sein wird, dann wird es wahrscheinlich die Bestätigung geben, dass der zweite Teil auch tatsächlich kommen wird. Sollte der erste Teil aber kommerziell nicht so erfolgreich werden, dann kann es sein, dass ein zweiter Teil eingestampft wird. Also es hängt alles vom Erfolg des ersten Teiles ab, ob wir eine Fortsetzung von Michaels zweiter Lebenshälfte bekommen werden. Es gibt neue Spekulationen um das Storyboard, also gerade der Schluss des Films, da gibt es Spekulationen. In den Trailern ist ja schon überall zu sehen, dass im Film auch Bad verarbeitet wird. Michael ist eindeutig auf der Bad-Tour zu sehen. Viele nehmen daher an, dass Bad eben auch mit abgehandelt wird in diesem Kinofilm. Aber jetzt gab es Pressekarten von Dominique Brielle-Flacca, die einen Pressetermin hatte mit Nia Long und Colman Domingo. Und da stand sinngemäß drauf auf dieser Karte: In der Schlussszene, als Michael die Victory Tour verlässt, sehen wir eine tiefe Verzweiflung und Verletzlichkeit bei Joseph. Und hier wurde Colman Domingo gefragt, ja, wie war das denn, das darzustellen, Joseph darzustellen? Und das ist jetzt natürlich ein Anhaltspunkt, wo viele sagen, okay, in der Schlussszene bei der Victory Tour endet der Film jetzt doch gar nicht bei Bad, wird bei der Victory Tour doch Schluss sein. Und da gibt es jetzt ganz viele Fanspekulationen. Endet das wahrscheinlich der Film inhaltlich wirklich zur Victory Tour? Und dann geht Michael irgendwie durch einen Gang und er geht raus auf die Bad Tour und emanzipiert sich so. Soll das quasi die Transformation sein des Michael Jackson, der sich von seiner Familie, von seinem Vater lösen möchte? Und er ist letztendlich dann der große Megastar, der groß auf Solo-Tour geht. Und Bad ist dann letztendlich nur noch ein Abschlusslied, was am Ende des Films gezeigt wird. Könnte natürlich auch der gute Übergang sein in den zweiten Teil. Ne? Also da würde aber dann trotzdem ja was wegfallen. Victory Tour 84, 85 das We Are the World Projekt, 86 Captain EO, 87 das Bad-Album, die Produktion rund um das Bad-Album. Die Bad-Tour ging im September 87 los in Japan und war 88 in Europa. Das heißt, hier würde denn der Sprung ja im Wembley Stadion enden, sodass denn der zweite Teil erst nach der Bad-Ära anfangen würde oder während der Bad-Ära. Ich weiß nicht, wie man das auflösen würde. Es kann natürlich auch sein, dass der Film trotzdem nahtlos an Victory anknüpft und die Geschichte so weiter erzählt. Das könnte, glaube ich, auch funktionieren. Aber erstmal fehlt mir da eine Spanne. Mitte der 80er, wo Michael auf dem Peak war, das hätte ich gerne natürlich schon ein bisschen deutlicher erklärt. Das muss Criminal-Video, Moonwalker-Film, Neverland-Kauf und so weiter. Das gehört auch alles zu Michaels Biografie. Wenn der Film tatsächlich so endet mit Joseph Jacksons Verzweiflung, was ich jetzt auch erstmal komisch finde, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen,
dass die Bad-Zeit danach weiter inhaltlich erklärt wird in einem zweiten Teil. Naja, Spekulationen über Spekulationen. Wir werden bis zum 23. April warten müssen. Und wir sind einfach gespannt, welche Geschichte uns der Film erzählt. Jacqueline Coley von Fandango hatte einen Teil des Michael-Casts im Interview. Unter anderem Colman Domingo, der Joseph spielt, Nia Long, die Katherine Jackson spielt, Javad Jackson, der sein erstes öffentliches Interview als Javad Jackson als Hauptrolle dieses Kinofilms geführt hat, den Produzenten Antoine Fuqua und den kleinen Michael-Darsteller Giuliano Cru-Valdi. Antoine Fuqua erzählt in diesem Interview, dass Michael der intimste Film sein wird, der je über Michael Jackson gedreht wurde oder gezeigt wurde. Und wahrscheinlich spielt er da auch auf Dokumentation und alles an, was jemals über Michael Jackson verdokumentiert oder gezeigt wurde. Javad Jackson spricht das erste Mal über die Rolle. Er startet mit seinem Schauspiellehrer, dass er kein erfahrener Schauspieler war, dass er erstmal Schauspielunterricht nehmen musste. Denn er wusste nichts übers Schauspielern, sagte er. Er musste auch Michael studieren, den Mann, der hinter all diesen Hits steht. Colman erzählt, wie er Joseph studiert hat, um sich für seine Rolle vorzubereiten. Ein Mann aus einer anderen Generation, wahrscheinlich spricht er da auf diese Widersprüchlichkeiten an und vergleicht Joseph auch eben mit seinem Großvater, der eben auch aus einer anderen Generation stammt. Nia Long redet über die besondere Verbindung, die Katherine Jackson zu ihren Kindern hatte und gerade auch zu Michael hatte. Sie sagte sinngemäß, Katherine baute ihren Kindern ein Safe Space zu Hause auf, wo die Kinder eben in Sicherheit waren. Und auch Giuliano, der kleine Michael, erzählt, wie er zu Michael letztendlich wurde und dass er sich natürlich auch gefreut hat, diese Rolle zu bekommen. Über die Hintergründe, als sich Antoine Fuqua mit Michael und der Rolle und dem Drehbuch beschäftigte, war es für Antoine sehr überraschend, wie einsam Michael tatsächlich war. Man hat immer diesen großen Superstar, der immer umgeben war von vielen Menschen vor Augen. Für ihn war es tatsächlich so, dass er das bemerkenswert fand oder überraschend fand, dass Michael tatsächlich sehr einsam war. Jafar erzählt, dass das Thriller-Video am Originalset gedreht wurde. Colman fand die Szene beeindruckend, wo Michael Jackson in New York auf dem Auto stand. Und wir wissen ja mittlerweile, das war eigentlich in London, das war nicht in New York. Jafar fand die ruhigen Momente am beeindruckendsten zu drehen, den nachdenklichen Michael zu zeigen. Antoine fand, dass er in den Bad-Aufnahmen seine Freiheit gefunden hatte. Und das passt auch so ein bisschen zu diesem Ende, was ich eben erzählt habe, über das Ende mit der Victory Tour. Und Michael geht befreit auf Bad Tour. Das könnte der Bogen sein, den der Film uns zeigt. Für Nia war Michaels spirituelle Seite sehr interessant. Und Giuliano war ebenfalls davon beeindruckt, wie viele Fans Michael hatte. Als Jafar gefragt wurde, was für ihn das Schwierigste war beim Dreh, da gab er als Antwort drauf, das Motown 25 Special zu drehen, weil jeder hat genau die Bewegung, jeder kennt jeden Schritt, jeden Handschlag von Michael und das war für ihn am schwierigsten, das so nachzuempfinden, dass das wirklich so aussah, als wäre das aus dieser Veranstaltung. Und zum Schluss macht Antoine noch Werbung für die IMAX-Veröffentlichung. In den USA kann man jetzt ja schon IMAX-Tickets bestellen. Heute habe ich gelesen, auch in Spanien geht das jetzt in Kürze in den Verkauf. Und bald sicherlich wird man auch in deutschen Kinos für die IMAX-Veröffentlichung Tickets kaufen können. Das führt uns direkt zu Reaktionen aus der Jackson-Familie. Einmal Paris Jackson. Sie war am roten Teppich bei Entertainment Tonight. Dort wurde einmal Werbung gemacht für ihre neue Single Zombies in Love, eine Alternative-Ballade, zusammen mit Linda Perry, die auch mit Pink und vielen anderen Künstlern schon gesungen und geschrieben hat. Linda Perry, What's Up von den Four Non Blondes. Und Paris Jackson hat eine neue Single und in dem Interview wurde sie auch nochmal nach Colman Domingo und den Michael Biopic gefragt. Und Überraschung,
Paris lästert nicht über das Biopic. Im Gegenteil, sie redet von Misskommunikation und sie gab an, dass sie sich mit Colman Domingo kürzlich mit Sprachnachrichten ausgetauscht habe. Sie schätzt ihn als Künstler und wünscht ihn, aber auch ihren Cousin Jafar viel Erfolg und Freude. Ja, also das ist einmal Paris. Hier ist jetzt nichts mehr zu hören, dass sie irgendwie damit nichts mehr zu tun haben möchte. Und das führt uns zur nächsten Meldung zwischen Janet Jackson und Jermaine Jackson. Zwischen den Geschwistern soll es angeblich gekracht haben. TMZ hat diese Schlagzeile vor wenigen Tagen herausgebracht. Aber so viel man weiß, ist das wirklich nur ein Gerücht. Reby Jacksons Sohn und auch Taj Jackson, Titos Sohn, haben das beide dementiert. Es fand wohl ein Familienscreening von Michael statt. Die Jackson-Familie in Los Angeles konnte sich diesen Film schon einmal komplett anschauen. Austin Brown, der Sohn von Reby, und Taj sollen beide unabhängig voneinander gesagt haben, dass es zu keinen Streitereien gab in der Familie, als dieses Testscreening vor der Familie stattfand. Janet soll laut TMZ jede Szene, kritisiert haben. Der Look stimmte nicht, die Haare stimmten nicht, Bewegung stimmten nicht. Jermaine wiederum soll Janet angegangen sein, dass sie nur eifersüchtig auf ihn ist, auf den Film ist. Janet hat es ja eigentlich überhaupt nicht nötig, auf irgendwen eifersüchtig zu sein. Also Austin und Taj dementieren das auf jeden Fall. Und Taj fügt auch noch hinzu, die Presse versucht bei aller positiver Meldungen und aller positiver Kritik über das Biopic irgendwas zu finden, um reinzustechen, um Michael eben schlecht dastehen zu lassen. Und das nimmt langsam Fahrt auf und das kennen wir auch aus vergangenen Michael Jackson Album-Releases. Wann immer Michael Jackson ein großes Comeback vorhatte oder ein Album rausbrachte, ging die Presse steil gegen Michael. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt bei dem Biopic auch der Fall ist. Hier wird jetzt versucht, Paris gegen das Biopic, Janet, Jermaine, interner Familiensoft, das so darzustellen, als wäre man sich da nicht grün. Aber die Familie, soweit man das sehen kann, steht geschlossen hinter das Biopic. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Janet da so gegen schießt. Und warum sollte sie das machen, ihren eigenen Neffen da so anzugehen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. In den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich mehr wissen, wenn die offiziellen Veröffentlichungen sind, wenn die Premierenveranstaltungen sind. Und da werden ja vielleicht auch die ein oder anderen Jacksons mit über den roten Teppich schauen. Wir bleiben dran. Die Promo für Michael ist im vollen Gange. Egal wo wir hingucken, in den sozialen Medien, überall ist das Biopic präsent und wird einem angezeigt und vorgeschlagen. Und ich höre es auch von Leuten, die nicht in der Michael Jackson Bubble sind, die mitbekommen haben, dass da bald ein Michael-Film anläuft. Ja, was gibt's da Neues? Einmal den neuen Soundtrack. Er heißt Michael Songs from the Motion Pictures. Der wird am 24. April rauskommen, in mehreren Editionen auf CD, auf MC, auf Vinyl mit auf schwarzen Vinyl, auf roten Vinyl, auf weißen Vinyl, auf silbernen Vinyl, auf durchsichtigen Vinyl. Also mindestens 7 Versionen sind aktuell bekannt, die von dem Soundtrack rauskommen. Das Soundtrack an sich hat keine Überraschung, keine neuen Songs, keine neuen Schnitte. Ich habe ja gehofft, dass es einen Soundtrack gibt wie beim Elvis-Soundtrack. Als der Film rauskam, da waren ja sehr künstlerische und neue Interpretationen mit Elvis, mit unterschiedlichen Stimmen, auch die im Film mitmachen. Hier scheint uns ein Soundtrack präsentiert zu werden, in das einfach nur ein Greatest Hits Album ist. Also die ursprünglichen Songs, die wir alle kennen, werden in der bekannten Version auf CD, auf Vinyl und sogar auf MC gepresst. Auf dem Album sind drauf I'll Be There, Never Can Say Goodbye, Who's Loving You von den Jackson 5, 2 Live-Songs, einmal ein Medley, die Jacksons, I Want You Back, ABC, The Love You Save und Ben live, das stammt vom Live-Album der Jacksons, also auch nicht neu.
Und danach kommen die großen Hits von Michael: Don't Stop Till You Get Enough, Beat It, Thriller, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Working Day and Night und Bad. Damit ist ein einziger Song aus dem Bad-Album dabei, 2 Songs von Off the Wall und 5 Hits aus dem Thriller-Album. Beat It, Thriller, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, und die kommen alle 5 auch hintereinander. Das ist jetzt nicht wirklich einfallsreich, das so uns zu präsentieren. Also ich hätte mindestens mit einem neuen Song gerechnet, ich hätte mit Neuinterpretationen gerechnet, und was auch auffällig ist, Michael ist auf dem Cover natürlich Jafar. Jafar ist der Hauptdarsteller. Jafar ist aber bei keinem einzigen Song mit dabei. Also Jafar ist gar nicht präsent auf dem Album. Da frage ich mich, was soll das? Also warum hat man nicht einen Song, ein Duett oder irgendwie eine Tonspur gemacht oder einen Mix von einem Lied, wo auch Jafar zu hören ist? Also finde ich zumindest ein bisschen komisch. Also was hättet ihr erwartet? Was haltet ihr vom Soundtrack? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Promo ist im vollen Gange. Uns erreichen täglich neue Trailer, Short-Trailer, in dem die Tage mit drin sind. Noch 75 Tage, noch 50 Tage und jetzt waren, glaube ich, noch 40 Tage, bis der offizielle Start ist. Das sind immer so 15, 11 Sekunden, also kurze Social-Media-Clips, die auf dieses Biopic hinweisen. Die sind gerade im Umlauf. Dann gab es noch 2 Behind-the-Scenes-Trailer, wo auch Antoine Fuqua und auch Jafar sprechen. Die kamen am 10. Februar und am 15. Februar raus. Da gab es einen NBA All-Star Sport-Trailer, der ging 29 Sekunden. Ein neues Promo-Poster zum Valentinstag kam raus. Am 23. Februar sprach in einem zweiten Behind-the-Scenes-Trailer Antoine Fuqua ebenfalls über Michael. Unter anderem sagt er da, ihr werdet Michael als Menschen kennenlernen oder ihr werdet Michael als Menschen verstehen, wenn ihr den Film gesehen habt. Diese Behind-the-Scenes-Trailer, die gehen alle etwas über 2 Minuten, findet ihr auch auf YouTube. Und am 24.02., 25.02., 26.02. da gab es neue Trailer, und zwar von der State University ein Militärmarsch mit mehreren Clips, die auch auf das Michael Biopic aufmerksam machen. Da gab es ganz kurze Trailer, die nur so 10, 11 Sekunden gehen, längere Formate, ein Making-of, das 7 Minuten lang ist draußen, und mehrere kurze Trailer, die so 1,50, 1,40 lang sind. Und hier wird immer das Don't Stop Till You Get Enough in diesen Militärvideos verwendet. Schließlich bei den 57. NAACP Image Awards erhielt Colman Domingo einen Preis, und am Ende hat man auch noch mal den Trailer gezeigt. Also sehr prominent und sehr viele Trailer. Also die Promotion läuft auf vollen Touren, könnte man sagen. Auch die Merch-Artikel schießen aus dem Boden, oder man sieht überall, was kommen könnte. Neben dem offiziellen Soundtrack sieht man erste Glitzerbecher, man sieht Promokarten, man sieht Popcornmaschinen im Michael-Style, also ganz unterschiedliches Merch. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 verschiedene Becher gesehen, die für das Biopic in Verwendung sind. Popcornbecher, Trinkbecher, wo die verschiedenen Poster drauf verarbeitet werden, die so im Umlauf sind. Und es kamen auch noch 4 neue Michael-Poster raus, die wahrscheinlich bald auch überall in der Promotion eingesetzt werden. Ja, damit läuft die Promotion im vollen Gange. Wie entwickelt sich das Biopic? Diese Frage habe ich euch, meiner Community, letztes Jahr im Mai schon mal gestellt. Da gab es die Antwortmöglichkeiten: der Film entwickelt sich super, ich lasse es auf mich zukommen, ich sehe eine Katastrophe kommen und abwarten und Tee trinken. Das waren die 4 Antwortmöglichkeiten. Über 40 Teilnehmer haben damals mitgemacht, und ja, der Eindruck war damals ernüchternd. 53%
haben sich gesagt, okay, abwarten und Tee trinken. 25%, ich lasse es mal auf mich zukommen. 16% haben gesagt, ich sehe eine Katastrophe kommen. Und nur 6% fanden letztes Jahr im Mai, der Film entwickelt sich super. Jetzt gerade vor 2 Wochen habe ich nochmal die gleiche Frage gestellt und es haben über 50 Leute mittlerweile schon mitgemacht und das Bild hat sich komplett verschoben. Also durch all die Promo, die in den letzten Wochen und Monaten stattfand, hat das Biopic euch gewonnen, könnte man jetzt sagen, weil es sind 73%, die sagen, der Film entwickelt sich super. Das heißt, die ganzen Kritiker und all die Leute, die gesagt haben, abwarten und Tee trinken, sind mittlerweile der Auffassung, dass der Film sich super entwickelt. Lediglich 12% sagen jetzt noch abwarten und Tee trinken, 0% sagen, ich sehe eine Katastrophe kommen und 16% sagen, ich lasse es auf mich zukommen. Ja, wie seht ihr das? Teilt es mal in die Kommentare, wie euer aktueller Stand ist. Entwickelt sich der Film so, wie ihr euch das vorstellt? Bei all diesen Fragezeichen, die wir noch haben, über das Ende kommt ein zweiter Teil. Ich finde, das spielt alles mit in die Betrachtung rein. Wenn ein zweiter Teil kommt, kann der Film von mir aus zur Victory-Zeit enden. Wenn kein zweiter Teil kommen würde, wäre ich auf jeden Fall enttäuscht und würde auch den Film vermutlich schlechter bewerten. Aber da müssen wir abwarten. Wir gehen jetzt in die heiße Phase. Lasst euch nicht durch negative Meldungen und negative Berichterstattung unterkriegen. Das ist normal. Wann immer Michael Jackson was Neues rausgebracht hat, immer dann, wenn Michael gefeiert wurde, gab es zur gleichen Zeit auch immer Stimmen, die ihn kritisiert haben. 2003, als das Number Ones Album rauskam. Die Presse steht in den Startlöchern und die Presse steht auch auf jeden Fall in den Schlaglöchern, um das Biopic zu zerreißen. Und auch da müssen wir als Fans gegensteuern, weil wir wollen natürlich Michael ganz oben sehen. Wir wollen, dass das Biopic erfolgreich wird. Wir wollen, dass Michael Jackson positiv verknüpft wird, aber auch, dass Michael im Film wirklich so gezeigt wird, wie er wirklich ist. Und das wünsche ich mir natürlich, das hoffe ich mir. Antoine Fuqua hat es ja hier in mehreren Interviews jetzt gesagt, wir werden den wahren Michael sehen. Ihm überraschte, wie einsam er ist. Und wenn das der Film transportiert bekommt, dass die Öffentlichkeit eine andere Wahrnehmung von Michael Jackson bekommt, dann bin ich auf jeden Fall schon mal positiv gestimmt und hoffe, dass der Film auch den Blickwinkel, wie die Medien, wie die Presse oder vor allem wie die Menschen, die den Film sehen werden, auf Michael Jackson blicken. In diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen, habt Spaß mit dem Film, hört Michaels Musik, geht in die Kinos. Ihr seht mich hier wieder bei MJ Update bei den nächsten Folgen. Ich muss mal gucken, was in den nächsten Wochen so alles möglich ist und geht. Wir sehen uns auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao.